Hallo zusammen und willkommen zurück bei Show Your File. Ich habe ein paar Wochen Pause gemacht und hatte ein bisschen andere Sachen zu tun, habe aber heute wieder ein bisschen Zeit und mache jetzt mal ein kleines YouTube-Video und wünsche euch viel Spaß dabei. In der letzten Folge habe ich über meine Effekte gequatscht und wie ich meine Gruppen dafür baue. Und da gab es Feedback, wie man das doch deutlich einfacher gestalten kann. Und das wollte ich nochmal kurz nachreichen. Und da hatte der Kollege auch völlig recht. Ich kannte die Vorhergehensweise auch, habe mich aber dann irgendwie in diese Methode mit dem Auseinanderziehen der Gruppe nicht verrannt, aber vielleicht funktioniert das mal so, mal so. In diesem Fall funktioniert folgende Methode deutlich schneller und einfacher. Wenn ich jetzt in meinem Layout-View mit dem Cursor von oben nach unten und von links nach rechts ziehe, bis zur Symmetrieachse und dann von unten nach oben, von links nach rechts und dann eine Zweier-Wing-Auswahl in M-Matrix mache, könnt ihr sehen, ist die Auswahl symmetrisch. Und das geht deutlich schneller als das, was ich letztes Mal gemacht habe. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Layout-View ordentlich gebaut ist. Wie immer. Ansonsten kann man die Methode von letztem Mal auch einfach benutzen. Aber ja, so geht's auch und das ist viel schneller. Also vielen Dank für das Feedback. Immer gerne Feedback reinschicken. Das hilft mir auf jeden Fall immer. Und das Ganze hier ist ja auch so ein bisschen als Austausch gedacht. Also, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Jetzt möchte ich aber ein bisschen über Presets und Positionen quatschen. Und fang einfach mal an. Ich benutze für Positionen gar nicht so viel. Ich habe jetzt hier so eine Home-Position, die ist zum Beispiel in meiner Stomp Down, in meinem Stomp Down Executor ist die drin. Warum braucht man eine Home-Position? Es gibt immer mal Hersteller, die Lampen defaultmäßig drehen. Dass man den Pan zum Beispiel drehen muss und ich baue mir immer eine Home-Position, weil es hilft. Straight-Position, eine Blind-Position, ein Center, der sieht natürlich jetzt noch ein bisschen quatschig aus. Und den würde ich jetzt einfach mal machen. Nehmen wir die Auras dafür. Und kleiner Zwischenschritt, ich mache mir manchmal ganz gerne so einen Arbeitslook. Jetzt zum Beispiel für die Auras. Ich kann natürlich highlighten und fertig. Manchmal finde ich es aber besser, wenn dieser Highlight-Wert auch dauerhaft an ist, auch wenn ich geklärt habe. Ich baue mir das mal eben kurz. Für die Auras jetzt exemplarisch. Das ist auch nur ein enger Zoom. Weiß und Dimmer auf voll. Und das geht dahin, dass mein Work Look. So. Den mache ich auch an. Mache ich hier auch was aus. So, jetzt, wenn ich eine Center-Position baue, kann ich natürlich die Lampen einfach alle dahin schubsen. Aber wir haben ja zum Glück eine XML-Datei benutzt mit Positionsdaten. Was wiederum bedeutet, dass die Lampen in meinem Stage View auftauchen. Und der Stage View bei MA hat die großartige Follow-Funktion. Und die ist für Positionen auf der Bühne das Tool. Denn man klickt jetzt einfach hin, wo die Lampen hin sollen. Und man hat die Lampen halbwegs in der Richtung. Natürlich passt das hier jetzt nicht 1:1, weil zum Beispiel die Bühne hier viel zu klein ist in meinem Stage View, weil ich die Bühne natürlich mit
Capture gebaut habe und nicht mit MA. Das soll jetzt aber nicht weiter stören. Ich denke, um zu zeigen, worum es geht, reicht das. Und ja, das ist jetzt meine Center-Position. Die speichere ich mir ab mit Merge und fertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Fan-Out-Position baue, ich mache erstmal eben, das würde ich mal so als Straight-Position sehen. Und ich habe ja meine Gruppe optisch von links nach rechts gebaut. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach Align-Funktion nutzen, um, okay, da ist jetzt schon eine Fan-Out-Position gebaut. Ich mache das jetzt trotzdem nochmal neu. Ich benutze Align, dreimal Align. Und kann so die Lampen schon einfach fanen. Ich speichere mir mal so eine Fan-Out und eine Fan-Roof ab. Genau. Und ja, so kann man an der Stelle relativ schnell arbeiten. Dann habe ich in der Regel immer noch X1, X2, Picture 1, Picture 2. Wie das dann im Endeffekt aussieht vor Ort, hängt dann vom Setup ab natürlich. Ich versuche X1, X2 immer so ein bisschen gegenläufig zu haben, weil ich dann im Flash-Picker zu den Positionen hinspringen kann. Sorry. Und was ich auch gerne mache, ist, meine Bilder mit meiner Effekt-Engine zu bauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal die Effekt-Engine an und gebe da jetzt gerade einfach nur einen Circle drüber. Den symmetriere ich jetzt einfach, indem ich 2 Wings aufmache. Und jetzt schauen wir doch mal, mache ich mal hier noch eine 4er-Gruppierung drauf. Und kann das natürlich auch noch hier mit meinem All-Up kombinieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal an der Geschwindigkeit des Effekts rumdrehe, das sieht doch ganz hübsch aus. Habe ich mir deutlich schneller, als wenn ich es jetzt händisch gemacht habe, eine Position gebaut, die ich mir so natürlich jetzt auch abspeichern kann. Dafür wähle ich die Lampen aus, drücke Store und halte Store gedrückt. Denn, wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier im Moment in meinem Attribut das Kästchen hier oben rechts in der Ecke rot. Nicht rot. Das heißt, es gibt keine aktiven Positionsdaten im Programmer. Wenn ich jetzt da einen Doppelklick drauf machen würde, passiert das. Die Konsole nimmt dann quasi die Position als Ausgangsposition, die gerade aktiv ist, und zieht sich dann dahin noch den Effekt mit dazu und dieses All-Up und kombiniert das alles irgendwie so, wie es nicht gedacht ist. Ich will ja das speichern, also speichern wir auch nur das. Und zwar, indem wir Store gedrückt halten, dann in die Store Options kommen. Und jetzt will ich für meine ausgewählten Lampen alles speichern, was sich im Output befindet. Also All for Selected, Output, und das speichere ich mir ab. Jetzt mache ich hier mal wieder alles aus und das habe ich mir als neues Preset abgespeichert, weil da noch 1, 2 Sachen dran geschraubt werden müssen. Und zwar die Mitte. Diese 4 Lampen hier im Solo sehen so aus. Das hat was mit der Auswahl zu tun und dass es halt keine perfekte Symmetrie ist. Weil ich die Lampen genau auf der Symmetrieachse habe. Würde ich das mit den Ghiblis machen, sähe das anders aus. Aber jetzt ist es so, wie es ist, und jetzt will ich aus die Lampen aber auch eine symmetrische haben, und das mache ich einfach, indem ich den Pan auf Center setze
und mit da rein speichere. So, und jetzt habe ich auch ein ziemlich hübsches, symmetrisches Bild und in kürzester Zeit für sehr viele Lampen gebaut. Also kann ich euch nur empfehlen, benutzt die Effect Engine für sowas, weil von Hand die Sachen zu schubsen dauert einfach sehr, sehr lange. Ich mache das jetzt einfach nochmal für mein zweites Picture. Ich lösche diese Arbeitspreset. Und jetzt machen wir einfach mal wieder alles auf 0. Lassen sich das hier schön auch wieder ein bisschen hoch. Vielleicht mal die Richtung ändern. 3 Gruppen, 4 Wings. Vielleicht mal einen Block mit reinnehmen. Ne, man kann einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das kann man auch, wenn die Geschwindigkeit auf 0 ist. Vielleicht sowas. Nee. 5 Gruppen. Ihr seht, es ist einfach ausprobieren, gucken, was geht nicht. Machen wir doch sowas. So. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich wähle sie wieder aus. Store gedrückt halten. Output, all for selected. Abspeichern. Ich gucke mir eben nochmal das erste Bild an. Ach Quatsch. Sorry. Auras. Ah. Kann man machen. Sind unterschiedlich. Aber auch hier wieder die mittleren Lampen müssen wir nochmal separat bearbeiten. Wieder einfach auf Center. Tiltwerte sind ja hübsch. Und das speichere ich mir als mein Picture 2. Und jetzt habe ich hier 2 Bilder, die sich ein bisschen ähneln. Ja, da könnte man noch mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, das kann man jetzt erstmal so anbieten. Ja, so viel zu meinen Positionen. Und ja, so gehe ich dann mit dem Rest der Lampen natürlich genauso vor. Und habe dann relativ schnell hübsche Bilder. Die Effect Engine ist mein treuer Freund und Begleiter. Ja, ansonsten benutze ich für Gobos, habe ich so ein Gobo-Look-Preset. Ich kann das ja mal eben für meine Ghiblis bauen. Ich mache erstmal diese Work-Sequenz wieder aus. Lösche die auch. Ghiblis. Ich mache ganz gerne zwischendurch einfach mal so ein Default für die Lampen, wenn man alles auf 0 haben will, ohne alles zu offen. Und dann schmeiße ich jetzt nur die Sachen raus, die ich für dieses Preset nicht brauche. Farben, ja, Beam schmeiße ich auch mal raus. Wenn ich Prisma nötig habe, benutze ich es. Eigentlich brauche ich eine Gobo und Fokus. Und bei Gobo auch den Autofokus nicht oder diesen Mode. So, dann schauen wir doch mal, was der Ghibli so macht. Hat anscheinend auch Glas. Preset, Gobos. Ich gucke mir das immer in so einer Blind-Position an. Machen wir das hier.
Machen wir das als drehbares. So. Das speichere ich jetzt einfach mal als mein Gobolook ab. Ja, und wenn es dann wirklich darum geht, diffizil alle Gobos zu benutzen, dann baue ich mir natürlich meine Fokuswerte für jedes Gobo separat und die Gobos, die ich so brauche, auch nochmal separat. Also wenn man wirklich Zeit hat, dann mache ich das auch in so einer normalen Festivalsituation. Benutze ich oft nur einen Gobolook und einen Beamlook. Straight and simple. Was immer hilfreich ist, wenn man Reference Presets benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar sind das im Fixture Type hinterlegte Presets. Wenn man eine ordentliche Fixture-Bibliothek führt, dann spart man sich nämlich sehr viel Zeit. Ich habe, glaube ich, jetzt nur für die Auras tatsächlich Reference Presets hinterlegt. Dafür geht man auf Auto Create und wählt sich dann die Lampe aus, um die es geht. Und, man muss auf Preset gehen, die Lampe auswählen. Und jetzt kann man hier sagen, from Reference, Merge Global Preset oder Add Global Preset. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wenn man Merge Global Preset sagt, werden die im Fixture Type hinterlegten Presets in die bestehenden Presets gemerged. Das geht aber nur, wenn die exakt gleich benannt sind. In meinem Fall ist das wahrscheinlich so. Er hat 83 Presets gebaut. Und wenn man jetzt auf Add Global Preset sagt, dann passiert das auch, wie es soll. Und ich zeige euch das kurz. Ich mache nochmal eben, ups. So. Dynamic. Machen wir Farben. Delete Preset 1 through 22. So, die brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt From Reference und dann Add Global Presets, seht ihr, werden hier neue Presets angelegt, die in dem Fixture Type hinterlegt waren. Und ihr könnt sehen, die heißen genauso wie meine anderen Presets, meine eigentlichen Presets. Und wenn ich jetzt hier meine Ups-Liste mal kurz angucke, ich upse jetzt mal bis zum Auto Create und mache das jetzt nochmal. Delete Preset 4.1 bis 4.22. So. Auto Create. Aura. From Reference. Merge Global Preset. Dann werden jetzt lediglich ein paar Flash-Presets angelegt, die vorher jetzt so noch nicht Bestand hatten. Aber diese ganzen anderen werden direkt eingemerged. Man kann auch einfach eine Reference kreieren. Ich tue jetzt mal für den Ghibli so, als hätte ich das gemacht, als hätte ich meine Presets ordentlich gebaut. Sage jetzt Create Reference, Override. Und dann werden jetzt alle Presets, die ich in dieser Show gebaut habe, ordentlich in diesem Fixture Type hinterlegt. Man muss sich dann halt die Fixture Types mitnehmen. Und auch vielleicht ein bisschen umbenennen, dass man die immer am Start hat. Und wenn man das ordentlich macht, dann spart man sich sehr viel Zeit. Und das werde ich in Zukunft auch machen. Das habe ich aber bis jetzt einfach viel zu ungenau und viel zu selten gemacht. Und aber das ist halt so ein Ding, was wirklich gut funktioniert, wenn man es ordentlich pflegt. Ja, so viel zum Thema Presets. Was soll ich sonst noch sagen?
Wahrscheinlich wissen die meisten Leute, wie man Presets anlegt und baut. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, mit Presets zu arbeiten. Es gibt, glaube ich, auch immer noch Kollegen, die komplett ohne Presets arbeiten. Das ist für mich überhaupt keine Option, weil Presets einfach das Leben erleichtern. Was leider in Grandma 2 nicht geht, ist in Presets Zeiten zu bearbeiten und vernünftig zu hinterlegen. Wenn ich mich da irre, werde ich gerne eines Besseren belehrt. Ja. Ansonsten ist es das von meiner Seite zum Thema Presets. Highlight und Default Presets habe ich schon mal erwähnt. Weiß nicht, ob man das nochmal kurz erwähnen soll. Ich kopiere mir mal dieses Preset hier und wenn ich jetzt Assign und auf das Preset klicke und dann Please, dann erscheint dieses Fenster und dann kann man halt wählen zwischen Normal, Default, Highlight und Stage und darüber lege ich dann halt fest, ob ich Default oder Highlight-Werte neu einspeichern will. Das ist ein bisschen schneller, als ins Setup zu gehen und die Highlight-Werte im Picture-Type zu ändern. Genau, so arbeite ich an der Stelle. Ja, ansonsten, falls ihr noch Vorschläge habt, auf was ich mal eingehen soll, worüber ich quatschen soll, gerne ein Feedback dalassen. Ich bin für alle Vorschläge, Verbesserungswünsche, Verbesserungsvorschläge offen. Und ansonsten sage ich ciao und mal gucken, wann ich das nächste Video baue. Ich arbeite zurzeit an einer kleinen Überarbeitung meiner Effekt-Engine, weil die im Moment noch sehr global ist und ich will das ein bisschen differenzierter zwischen den Lampengruppen haben. Und vielleicht baue ich dann einfach das nächste Video zu diesem Thema. Und wann das sein wird, kann ich noch nicht genau sagen. Aber einfach den Kanal abonnieren und dann auf dem Laufenden bleiben. Und ansonsten, ciao, ich bin raus.